Servus, hallo und Gute, hier ist Hermann von Brand Punkt und dem Podcast für die Leute von der Feuerwehr, vom Rettungsdienst, vom Katastrophenschutz, vom THW und wer sich sonst noch so als Helfer und als Helferin rumlümmelt. Ich habe heute Gäste zum Interview und darauf freue ich mich besonders. Bei mir sind nämlich zwei Männer aus der Feuerwehr, aus einer benachbarten Feuerwehr aus Hofheim, eine relativ große Feuerwehr, das werden sie gleich selbst erzählen. Und wir haben heute ein super spannendes und interessantes Thema, nämlich Atemschutz-Notfall-Einsatz. Und was die beiden da entwickelt haben, das erzählen sie uns gleich selbst. Ja, nochmal herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind bei mir der Michael Rauch und der Tobias Roth, beide von der Hofheimer Feuerwehr. Das heißt nicht ganz die Wahrheit. Der Michael ist aus Hofheim und der Tobias aus Lorsbach. So viel konnte ich schon erfahren. Erstmal Servus und Gute, ihr beiden. Ja, Gute, Hermann, grüß dich. Gute, grüß dich. Ja, genauso Gute, ihr merkt, wir sind in Hessen, ja, wir bemühen uns trotzdem, Hochdeutsch zu sprechen. Beide haben auch schon lange Feuerwehrerfahrung, aber das können sie uns ja mal selbst erzählen. Michael, was ist deine Karriere? Wo bist du? Was machst du? Was tust du? Ja, die Karriere hat irgendwie indirekt schon mit der Geburt angefangen. Mein Vater war hauptamtlich in Hofheim bei der Feuerwehr und ich habe quasi ab meiner Geburt in der Feuerwehr gewohnt und bin natürlich dann mit 10 Jahren direkt in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Das Ganze ist jetzt auch schon wieder 30 Jahre her. Boah, schlimm, ne? Aber ja, genau. Also seit ich 10 in der Einsatzabteilung. Ja, das wäre früh, genau, ne? Das wäre ein bisschen früh. Es war tatsächlich die Jugendfeuerwehr vorher und dann natürlich mit 17 übergetreten in die Einsatzabteilung. Genau. Und dann mit 20 Jahren das Ganze dann auch noch beruflich gemacht. Ja. Also bist bei der Berufsfeuerwehr auch noch. Dürfen wir eigentlich verraten, bei welcher oder ist das nicht erlaubt? Ja, ich glaube, da haben die nichts dagegen. Also wir sind im großen Nachbarort sozusagen. Wir fahren gerade mal über die Ortsgrenze drüber, also in Frankfurt. BF Frankfurt, eine ganz große Berufsfeuerwehr in Deutschland, glaube ich. Und soweit ich mitbekommen habe, ist der Tobias auch da. Grüß dich, Tobias. Erzähl doch mal was von deiner Feuerwehrkarriere. Ja, grüß dich. Also, wenn der Michael schon bei der Geburt anfängt, dann fange ich auch mal feuertechnisch auch bei der Geburt an, weil ich bin quasi am Grillfest von der Feuerwehr geboren. Und mein Vater ist aber kurz ins Krankenhaus und dann später wieder hin. Von daher, habe ich das auch schon mal so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Er war auch in der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, und ich bin dann, die Jugendfeuerwehr habe ich nicht ganz mitgemacht. Also ich war eigentlich gar nicht in der Jugendfeuerwehr. Aber ein Großteil meines Freundeskreises und irgendwann konnten sie mich dann überreden, da bin ich aber dann schon direkt in die Einsatzabteilung eingetreten und dann natürlich auch den Werdegang relativ schnell, Geräteträger und so weiter. Bin jetzt seit 11 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr und auch wie der Michael in der Berufsfeuerwehr quasi tätig in Frankfurt und das Ganze seit 2012. In der Freiwilligen Feuerwehr bin ich quasi Geräteträger, bin für die Ausbildung auch zuständig, bin Ausbilder, ausgebildeter Gruppenführer und auch eingesetzt in dem Bereich und bin auch im Bereich Fahrzeugtechnik zuständig. Fahrzeugplanung sind wir gerade aktuell auch dabei. Ja. Gut, ihr hört, das sind erfahrene Feuerwehrmänner, die machen das schon mindestens ein Jahrzehnt, wenn nicht länger, und dann auch noch bei der Berufsfeuerwehr. Also hier, diese Männer wissen genau, von was sie sprechen, wenn sie über den Feuerwehrdienst reden. Und das Extremste, was wir im Feuerwehrdienst haben, sind Atemschutzeinsätze. Mal abgesehen von den Verkehrsunfällen auf den Bundesland und Straßen und Autobahnen, das ist natürlich auch heavy, aber ich meine, im Brandeinsatz ist der Atemschutzeinsatz sicher das Extremste. Für die Nicht-Feuerwehrleute, vielleicht kann der Michael mal kurz erklären, warum ein Atemschutzeinsatz so gefährlich ist. Ja, das Grundlegende ist ja schon mal, dass man in einem Bereich tätig wird, wo man einfach in einer lebensfeindlichen Umgebung quasi arbeitet, so kann man es ja sagen. Deswegen haben wir unser Atemschutzgerät dabei. Wir haben einen bestimmten Luftvorrat mit der Zeit, die uns da zur Verfügung steht, müssen wir auskommen. Ist die Luft leer, haben wir ein Problem. Deswegen müssen wir immer alles, was sich da drin abspielt, müssen wir innerhalb dieses Zeitraum machen. Das sind halt Sachen, die halt mit zu den schwersten Sachen gehören. Also Menschenrettung, Brandbekämpfung und so weiter. Ja. Wir sind dann quasi körperlich und mental halt auch sehr belastet in dem Bereich. Deswegen muss man wirklich sagen, sind das die anspruchsvollsten Dinge in der Regel
die einem begegnen können. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Gerade Brand Punkt kümmert sich ja um die mentale Einsatzvorbereitung. Das passt heute sehr gut. Tobias, aber wenn ich sage, wir haben hier eine Dienstvorschrift, eine Feuerwehrdienstvorschrift, FED V7 und was es da noch alles gibt, Unfallverhütungsvorschriften, eigentlich ist ja alles geregelt. Warum passiert es trotzdem, dass im Einsatz Unfälle passieren? An was liegt's? Ja klar, haben wir schon seit vielen Jahren ein Regelwerk, was bedingt ab und an mal überarbeitet wird. Aber letztendlich arbeiten wir natürlich auch noch relativ altmodisch. Die Technik hat sich verbessert. Mittlerweile gehen die Feuerwehrleute näher an den Brandherd ran und gefährden sich natürlich so auch umso mehr. Aber im Prinzip hat sich jetzt, sage ich mal, vom Bereich der Sicherheit nichts groß geändert. Es gibt nach wie vor, wie in der FED V7 auch schon viele Jahre beschrieben, den Sicherheitstrupp, der dann quasi reingeht, wenn es dem eingesetzten Angriffstrupp, der die Brandbekämpfung und Menschenrettung durchführt, etwas zustößt. Ja, und natürlich dementsprechend, weil wir, wie der Michael auch schon so schön gesagt hat, uns halt da in einen Bereich begeben, der eigentlich mit dem Leben nicht vereinbar ist. Ne? Genau. Also es ist schon ein Bereich, wo wir sagen, natürlich, also das ist der Bereich, wo die Feuerwehrleute sich gerne aufhalten, ne? Natürlich irgendwo, weil da arbeitet man drauf hin. Wenn man Feuerwehrmann wird und man macht diesen Atemschutzgeräteträger-Lehrgang, dann möchte man natürlich auch mal Feuer ausmachen. Gerade in den jungen Jahren, ne? Die Leute sind begeistert und sind motiviert und brechen dann natürlich auch vor. Und natürlich können da Fehler passieren, gerade nicht nur Fehler passieren oder auch Unfälle passieren, weil der Sichtbereich ist eingeschränkt, man ist in einer Wohnung oder in einem Gebäude, wo man sich nicht auskennt. Es ist heiß, es ist laut und so weiter. Genau, da kommen mehrere Punkte zusammen, die einfach, mit denen man vorher nicht rechnen kann. Ja. Und es passieren tatsächlich Unfälle, das erzähle ich ja in unseren Vorträgen immer, was uns hier in Bad Soden passiert ist. Aber der Michael hat auch so ein Beispiel, wo nochmal klar wird, was passieren kann, wenn man sich in so Extremlagen befindet. Stimmt's? Ja, das muss man sagen. Also das Erste, was mich hier in der Feuerwehrkarriere quasi diesbezüglich, was man so mitbekommen hat, war leider der Unfall auch in Bad Soden. Also das hat ja hier wirklich jeder mitgekriegt und jeder war auch wirklich schockiert und hat dann auch mal gemerkt, wie nah das auf einmal sein kann. Das ist immer so weit weg. Man liest in der Zeitung und auf einmal, 2 Orte weiter, stirbt ein Kamerad bei dem Einsatz. Und da muss man wirklich sagen, es ging uns wirklich allen an die Nieren. Und das war das Erste, was man da so mitgekriegt hat. Und ein paar Jahre später, das muss so im Bereich 2005 gewesen sein, da hatten wir dann quasi in Frankfurt einen Kellerbrand. Das war eine Standardlage. Und es war ein freistehendes Einfamilienhaus und im Keller, da gingen 2 Treppen runter. Die erste Treppe war so ein bisschen kürzer, so 10, 15 Stufen, dann ein Podest und dann ging es nochmal 20 Stufen runter. Ja, und ich hatte wirklich, mein Truppführer damals war einer der besten Feuerwehrleute, die ich zu dem Zeitpunkt kannte. Also der war super. Ich habe mich immer auf den verlassen, auch danach immer verlassen können, weil es einfach ein Top-Mann war. Was der allerdings auch nicht wissen konnte, beziehungsweise was er dann schmerzlich selbst erfahren musste. Wir sind die erste Treppe runter unter Null Sicht, kam auf dieses Podest an und wir sind wirklich die Treppe richtig lehrbuchmäßig runter. Wir hatten eine Wärmebildkamera dabei und sonst was. Aber die war so verwinkelt und gewendelt gebaut, also damit hat man einfach in dem Moment nicht gerechnet. Da hat ein Tritt in die falsche Richtung quasi ausgereicht. Ja. Und ich höre auf einmal nur noch einen Schrei und mein Truppführer ist weg. Und der Schrei wurde immer leiser. Da stehst du erstmal, ach du Scheiße, was ist jetzt passiert? Und jetzt bist du erstmal wie versteinert und so, oh fuck. Ja. Dann stehst du da, damals das einzige Funkgerät war weg, die Wärmebildkamera war weg, mein Truppführer war weg und dann stehst du da und musst erstmal gucken, wie du jetzt reagierst. Das heißt, du hattest in dem Moment keine Kommunikation mehr, weil du ja der Truppführer hatte und der war die Treppe runter und du hast ihn natürlich bei Null Sicht, und den Leuten noch kurz erklären, bedeutet, du siehst einfach nichts, es ist schwarz. Ja? Also, ob man da Augen genau auf hat, das war wirklich komplett Null Sicht. Nicht mal so ein bisschen, sondern wirklich. Ja. So, und dann, was hast du gemacht? Ja, dann stehst du erstmal da und überlegst, was du jetzt machst. Im Endeffekt bin ich erstmal hoch ein Stück und habe versucht, jemand von den anderen zu erreichen. Ja, und man muss halt sagen, das war halt damals nur so, dass man nur ein Funkgerät hatte. Heute ist das zum Glück anders. Ja. Also da sind wir auch sehr, sehr gut ausgestattet und es ist wirklich, kann man sagen, da sind wir auf einem guten Stand. Und es gibt aber auch noch viele Feuerwehren, wo das leider immer noch so ist. Und das muss man bedenken, dass man halt einfach die einzige Kommunikationsmöglichkeit nimmt. Ich bin dann halt, irgendwann habe ich mich dann entschieden, die Treppe
vorsichtig natürlich, ne, in die runter zu gelangen und muss natürlich dann ja auch reagieren. Ne? Aber das halt wirklich unter Stress. Also es war Stress pur. Und dann unten angekommen, saß er zum Glück da, also er ist mit dem Kopf voran die Treppe runtergestürzt und eine lange Treppe wohlgemerkt, hatte sich dabei auch die Schulter zertrümmert gehabt, war aber noch zum Glück ansprechbar und gehfähig auch, ne, und hatte halt furchtbare Schmerzen gehabt. Ja, und hinter uns kam dann noch dazu, es hat tatsächlich auch richtig gebrannt da unten, dann kamen hinter uns 2 Meter weiter die Flammen schon an der Decke aus dem Raum raus, wo es gebrannt hat. Ja, es war zum Glück relativ stabil, also man ist da jetzt nicht gleich dann extrem unter Druck geraten durch das Feuer auch noch. Das war so schon beschissen genug. Und ja, lange Rede. Der Sicherheitstrupp, der war sehr schnell. Das war super. Also die standen parat und die sind sofort nach der Mayday-Meldung, sind die auch direkt gekommen. Und da hat man dieses Gefühl, diese Erleichterung auf einmal gehabt, oh Gott sei Dank, da kommt jemand. Ich bin gerade voll maximal gestresst. Ja. Da bist du froh, wenn einer kommt, der noch eine klare Birne hat und ihr seht, Michael sagte gerade maximal gestresst, da sind wir wieder bei der Vorbereitung auf solche Einsätze, weil diesen Stress das muss man sich mal reinziehen, ja, man ist selbst im Prinzip in Lebensgefahr, weil man keine Kommunikations mehr hat, weil man in Null Sicht hat und der eigene Kamerad verletzt sich noch. Das hast du sehr gut, sehr schön geschildert. Jetzt ist ja in der Dienstvorschrift, Tobias, auch klar geregelt, es muss einen Atemschutztrupp, einen Rettungstrupp geben. Das heißt, der steht draußen und wartet eigentlich auf dieses von Michael eben angesprochene Mayday. Mayday bedeutet, hier stimmt was nicht. Wie eben auch beim Militär. Mayday bedeutet, oder bei den Fliegern ist es, glaube ich, ne? Jetzt haben wir ein Sicherheitsproblem, jetzt geht's los. Und da gibt's diesen Sicherheitstrupp. Ne? Das ist die Grundidee. Aber ihr habt jetzt was gemacht, ihr habt versucht, ein Konzept auf die Beine zu stellen, ich glaube mit den Kollegen aus Langen zusammen, da kommt das ursprünglich her, um das nochmal zu verfeinern. Kannst du das mal erklären, Tobias? Ja, gerne. Also der Sicherheitstrupp, hast du ja schon gut erklärt, ist die Rückfallebene für den Angriffstrupp und wird eigentlich bei jedem Angriffsweg oder für jeden Angriffsweg gestellt oder muss gestellt werden. Und dementsprechend ergänzend dazu, wir haben halt festgestellt, dass der Sicherheitstrupp bei manchen Lagen und Gebäuden einfach nicht ausreicht, auch von der Manpower her, von den Geräten, die zur Verfügung stehen. Und da gab es die letzten Jahre schon verschiedene Ideen, Rettungssets, Rettungs-PAs im Prinzip, in verschiedenen Konstellationen, dass man quasi ein Luftversorgungssystem mit reinnimmt. Aber wie gesagt, der Rettungstrupp mit 2 Mann ist da halt auch schon sehr am Limit. Und auch, wie der Michael schon gesagt hat, wir haben einen begrenzten Luftvorrat und der Sicherheitstrupp hat die gleichen Atemschutzgeräte und auch vom Zeitverlauf her die gleichen Zeitraum zur Verfügung, wie der Angriffstrupp auch. Also dem steht nicht mehr Zeit zur Verfügung, ne, nur weil er der Sicherheitstrupp ist. Und deswegen haben wir darauf aufbauend, um das halt da ein bisschen vorwegzugreifen und zu sagen, okay, wir haben hier eine Mannschaft und zwar eine Atemschutz-Notfall-Staffel, wie der Name auch schon sagt, eine Staffel von insgesamt 6 Mann. Das heißt, wir haben eine Führungsperson, 1,5 quasi ist die Staffel und letztendlich reingehen tun dann 5 Mann, 1,4 im Prinzip und der 5. bzw. der 6. Mann führt draußen unsere Atemschutzüberwachung und die Kommunikation nach draußen, weil wir autark in dieser Einheit eigenständig funken möchten und die Kommunikation nicht nach draußen unbedingt haben wollen, damit wir in Ruhe unsere Arbeit da verrichten können. Ja, dass wir nicht von außen mehr Stressfaktoren über Funk erreichen und auch da dieser Funkbereich und Kanal dann dementsprechend freigehalten wird. Okay, das ist also eine Staffel, die unabhängig von der Feuerwehr, die eingesetzt ist, arbeiten kann, ganz autark, ganz selbstständig. Haben die Langzeitgeräte oder haben die mehr wie eine halbe Stunde? Genau, also wir haben quasi doppelte Zeit. Wir haben quasi die Flaschen, die wir einfach auf den Atemschutzgeräten haben für die Angriffstrupps und Sicherheitstrupps, haben wir zweimal, also 6,8 Liter Flaschen sind das, genau zählen zu den Langzeitatmern oder Langzeitatemschutzgeräten. Und da haben wir ausreichend Luft zur Verfügung und da braucht man sich dann auch erstmal keine Gedanken machen. Das ist halt auch ein wesentlicher Faktor, sage ich jetzt mal, bei dieser Einheit, weil ganz oft dieser Punkt Luftvorrat ist immer im Kopf verankert. Man hat immer diesen zeitlichen Aspekt, okay, ich habe nicht lang Zeit, ich habe nicht viel Luft und ich muss jetzt hier was reißen. Ja, ich muss eine Person rausholen, ich muss eine Brandbekämpfung durchführen und das ist einfach so ein Punkt, den tun wir quasi
auch rausstreichen, indem wir sagen, wir haben genug Luft dabei. Ja, das müssen dann aber auch Feuerwehrleute sein, also so aus meiner Zeit, schon ein bisschen her, aber erstmal wäre ich saufroh als Einsatzleiter, wenn ich so eine Staffel im Hintergrund hätte, weil es schafft Beruhigung. Leute, wir alle in den Feuerwehren reden über Tagesalarmsicherheit, da brauchen wir uns nichts vormachen. Also wenn es so eine Atemschutz-Notfall-Staffel gibt, die steht im Hintergrund und lässt seine Leute im Einsatz arbeiten, glaube ich, eine total sinnige Geschichte. Aber wenn einer Langzeitatmer ist, muss er ja auch eine spezielle Ausbildung haben. Das heißt, wir müssen die Atemschutz-Notfallstaffeln auch speziell ausbilden, oder? Das ist korrekt. Also sind den Weg gegangen, wir haben nicht bei Null auf dem weißen Blatt Papier angefangen, sondern weil wir einen sehr guten Kontakt zur Feuerwehr Langen hatten, du hast es schon gesagt. Die dortige Feuerwehr hat seit 5 Jahren schon eine Atemschutz-Notfall trainierte Staffel, so heißt es dort, ANTS. Dort kamen auch die Anfänge waren auch, wie ursprünglich Berlin damit angefangen hatte. Das Prinzip wurde aufgegriffen und auch sehr gut mit Leben gefüllt. Also wirklich, kann man sagen, vorbildlich, und das muss man wirklich so sagen, das ist ein Maßstab, was die da sich erarbeitet haben. Ja, wie gesagt, wir haben einen sehr guten Kontakt dahin, und dann kam dann irgendwann haben wir uns die Frage gestellt, wie fangen wir an? Und dann natürlich sprichst du die dortige Feuerwehr an. Ja, und wir hatten dann zum Glück die Möglichkeit, dort unsere ersten 20 Leute mit 2 Lehrgängen auszubilden. Ja, die Feuerwehr Langen, die hat dann extra für uns an insgesamt 4 Wochenenden, 8 Übungstage, hat uns dann quasi ausgebildet. So war unser Anfang. Ja. Seitdem ist halt viel passiert. Also mittlerweile stehen wir auch ganz gut auf eigenen Beinen. Das haben wir sehr intensiv fortgeführt. Jede 2. Woche seit gut einem Jahr jetzt trainieren wir. Wir sind immer aus dem ganzen Stadtgebiet, muss man sagen. Hofheim hat 7 Stadtteile. Kommen AGTs. Wir treffen uns an wechselnden Standorten, Übungsobjekte und so weiter. Und das, was wir grundsätzlich erstmal selbst gelernt haben, das haben wir jetzt verinnerlicht und geben das jetzt an neue Leute weiter. Das heißt, ihr bildet im Prinzip nur, also in Anführungsstrichen nur, nicht falsch verstehen, ihr bildet nur mit dieser Staffel den Notfall. Ihr probiert keine Brandbekämpfung, ihr probiert keinen Schaum, kein Pulver, was weiß ich, sondern nur den Notfall, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Das ist da korrekt. Natürlich in anderen Übungsveranstaltungen. Wir müssen natürlich alle Bereiche abdecken, aber diesbezüglich grundsätzlich nur den Atemschutz-Notfall, aber halt auch, wir haben natürlich noch eine Leitung dabei, wir haben einen Schlauch, den wir mitnehmen. Okay, ja klar, sicher. Und das haben wir alles. Ne? Aber ich stelle mir halt vor, ich bin so aufgeregt, merke ich, weil ich finde es total cool, dass da endlich was passiert, weil ich weiß, dass in meiner Zeit ich immer Angst hatte, also Angst ist ein großes Wort, aber immer das Gefühl hatte, was machst du jetzt, noch kein zweites LF da, Tagesalarm, wie kriegst du es hin, alarmier Schwalbach, Sulzbach, die Nachbarkommunen, besser, weil zu wenig PA-Träger. Und so weiter und so weiter. Das war immer so eine mystische Angst im Hintergrund, oh Gott, hoffentlich passiert nichts. Und es ist ja uns dann tatsächlich passiert, obwohl das jetzt mit einer Atemschutz-Notfall-Staffel auch nicht besser geworden wäre, der Fall. Aber es gibt natürlich genug Fälle, wo das sinnig ist. Jetzt noch eine Frage, vielleicht an den Tobias. Ihr übt das drillmäßig, nehme ich an, ne? Immer und immer wieder. Ja, also wie der Michael eben gerade gesagt hat, wir üben einmal die Woche im Prinzip, haben wir jetzt viele Monate auch durchgezogen. In letzter Zeit war sogar mehr als alle 2 Wochen. Ja, einmal die Woche hatten wir immer auch 2 verschiedene Wochentage angeboten, damit einfach dementsprechend die Leute da gucken können, welcher Tag passt am besten. Drill kann man schon so sagen, wir versuchen quasi die händischen Fähigkeiten zu verbessern, dass man einfach sagt, okay, das muss alles relativ zügig ablaufen, die Handgriffe müssen sitzen und auch das Ganze dann auch, ich sag mal, erweitert dann unter Null Sicht. Das heißt, wir arbeiten dann auch ganz normal unter Atemschutz und tun dann quasi mit Blendscheiben arbeiten, um die Sicht halt zu verschlechtern oder ganz zu nehmen. Genau, und dann wird einfach gegenseitig werden dann Szenarien durchgespielt, Notfälle durchgespielt, wo die Leute dann, ich sag mal, in einem Gebäude gesucht werden. Ganz normal, der Atemschutznotfall wird eingespielt. Genauso wie es eigentlich im Einsatz ist. Also wir suchen dann den Angriffstrupp und retten den dann. Super. Also mich würde jetzt noch interessieren die Konzeption, ne? Weil Atemschutz-Notfall-Staffel ist ja in keiner Dienstvorschrift hinterlegt. Ich glaube, wenn Langen, Hofheim und jetzt weitere Kommunen im Main-Taunus-Kreis, in anderen Landkreisen da draufspringen, wird irgendwann das Land auch sagen, ey, wir müssen was verankern. Also ich fände es sehr sinnig, aber was ist denn euer Ziel? Wir haben vorhin so ein bisschen im Vorgespräch drüber geredet, dass es
gut ist, wenn sich Feuerwehren gegenseitig unterstützen. Michael, kannst du das mal erklären, was du damit meinst? Ja, weil du gerade noch die FEDV7 erwähnt hast. Ja. Das ganze Konzept, was wir hier haben, fußt auf der FEDV7, weil bei den Einsatzgrundsätzen dort ist ganz klar beschrieben, dass man ein der anzunehmenden Lage geeignetes Atemschutzgerät tragen muss. Dem kommen wir nach, indem wir sagen, wir nehmen ein Doppelflaschen-Atemschutzgerät mit doppelt so viel Vorrat. Das ist genauso in der FEDV7. Kann man so interpretieren, genau. Und der wichtigste Punkt ist auch die Personalstärke. Also dort steht beschrieben, dass mindestens 2 Mann im Sicherheitstrupp vorhanden sein müssen. Und dass das je nach Risiko, insbesondere bei ausgedehnten Objekten, angepasst werden muss. Das steht da sogar drin. Ja, stimmt. Und das ist uns ganz wichtig gewesen, dass das auch darauf basiert. Ne? Dass es ein Eingewächs ist, womit man sich vielleicht auch angreifbar macht. Oder wenn wirklich was passiert, dass man das auf die Füße bekommt. Ja? Dementsprechend ist das alles konform und wir setzen einfach nur vorgeplant, was dort sowieso drin steht. Ja. Es ist schon eine Erweiterung des Ganzen, aber ich finde absolut sinnvoll, und das meinte ich damit. Also Ziel ist es jetzt, dass sich Feuerwehren im Prinzip gegenseitig mit der ANTS, so rum, jetzt habe ich es. Wir haben das T weggelassen. Atemschutz-Notfall-Staffel unterstützen. Wie wäre das jetzt zum Beispiel? Hofheim würde einfach mit einer anderen Feuerwehr, kannst du nochmal erklären, wie das sein würde? Ja, also im Prinzip suchen wir noch Partner. Gerade im Main-Taunus-Kreis gibt es jetzt, sage ich mal, nichts Vergleichbares. Ja, die einzelnen Feuerwehren sorgen schon dafür oder sind auch in dem Bereich unterwegs und gucken, dass sie sich da ein bisschen weiter ausbilden und auch dementsprechend weiter ausrüsten. Aber es gibt jetzt noch nichts Vergleichbares, wie wir jetzt gemacht haben mit dieser Atemschutz-Notfall-Staffel. Ziel ist es im Prinzip auf lange Sicht, dass wir mindestens eine Partnerfeuerwehr finden, die uns quasi unterstützt oder wo wir uns gegenseitig unterstützen. Das heißt, bei entsprechender ausgedehnter Lage, ich sage mal, da spreche ich jetzt nicht von einem F2Y oder einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus, sondern bei wirklich, ich sage mal, Industriegebäuden, übersichtliche Lage und ausgedehnte Objekte, wo wir sagen können, okay, wir müssen unsere Atemschutzgeräteträger wir brauchen diese Geräteträger, wir können die jetzt nicht in der Atemschutz-Notfall-Staffel stecken, beziehungsweise müssen wir natürlich initial müssen wir erstmal gucken, dass wir die stellen, die Staffel, aber dann im Zuge dessen dann vielleicht gucken, dass dann eine Feuerwehr von extern kommt, Personal und Gerät mitbringt, wo wir sagen können, okay, dieses Kapitel ist jetzt der anderen Feuerwehr übergeben und da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Das ist ein Punkt, ich denke, das kommt jedem Einsatzleiter zugute und der sagt auch, ich bin froh, dass das Kapitel weg ist jetzt für mich, darum muss ich mich nicht mehr kümmern. Ich habe hier eine Notfallstaffel stehen, die kommt aus Bad Sohn, die kommt aus Eschborn, aus Kelkheim, wie auch immer, und die unterstützen uns hier und wir haben unsere Leute. Der Michael möchte noch was zu sagen. Der Tobi hat da was richtig Gutes gesagt. Wie gesagt, also wir versuchen es zwar erstmal selbst zu stellen, beziehungsweise es war ja damals unser Stadtbrandinspektor hat das angestoßen, weil er sagte, wir wollen uns da wirklich modern verbessern. Wir machen das zwar erstmal für uns, aber genau das, was er gerade gesagt hat, ne? Da kommt nämlich noch dieser Aspekt dazu. Und das haben wir auch von den Kollegen aus Langen genauso bestätigt bekommen, die haben denselben Eindruck, dieselbe Erfahrung schon gemacht, sei es eine Übung oder wie auch immer. Die mentale Geschichte, weil du ja, wenn du einen Atemschutzunfall dort hast, das ist deine eigene Einsatzstelle, dann sind das deine Leute, die du aus jahrelanger persönlicher Erfahrung kennst. Ja? Auf einmal ist da einer verunglückt mitunter, mit dem du emotional verbunden bist. Ja? Wenn du dann als Externer dazu kommst, dann belastet dich das auch und stresst dich auch, da ist jemand vermisst oder wie auch immer. Aber dann ist das mitunter nicht unbedingt ein guter Freund, der da liegt, oder ein guter Bekannter, den du schon ewig kennst. Und da bist du schon ein Stück weit zumindest freier in der Birne, als wenn das wirklich dein bester Freund ist, der da liegt. Und ja, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, wenn du Einsatzleiter bist, Hermann, du hast ja leider die Erfahrung machen müssen. Wenn einer von deinen eigenen Leuten verunglückt, dann bist du erstmal maximalst gestresst. Und wenn da einer kommt, von extern so ein bisschen, kann das helfen. Lieber Michael, du sprichst die Themen von Brand Punkt derart präzise an, dass ich überlege, dass du bei uns anfangen könntest. Ja, da müssen wir mal drüber reden in der stillen Stunde als Coach. Ich habe schon Gehaltsvorstellungen. Ja, das glaube ich dir. Und im Ernst und genau aus dem Grund, das wäre auch noch was mich von euch interessieren wird. Wir entwickeln gerade ja unser E-Learning-Programm. Wir wollen die Feuerwehrleute, Rettungsdienstleute 4 Wochen mental auf Einsätze vorbereiten. 4 Wochen braucht es eben, bis sich was im Kopf manifestiert, bis sich festlegt.
fändet ihr das richtig, dass man nicht nur auf der körperlichen Seite, sondern auch auf der mentalen Ebene sich anfängt, auf Einsätze vorzubereiten? Also findet ihr unser Programm, wenn wir das entwickelt haben, fertig, würde es euch interessieren? Ja, definitiv. Also ich sag mal, wenn er die Erfahrung schon gemacht hat oder halt auch von anderen mitkriegt, das muss ja noch nicht mal ein Atemschutzeinsatz im Speziellen sein, sondern generell, das betrifft ja die Feuerwehr. Und ja, wir haben ja noch Tätigkeiten in anderen Bereichen. Wir haben vorhin drüber gesprochen, zum Beispiel Bahnunfälle, die mitunter in der Regel sehr unschön sind. Und das geht Einsatzkräften schon an die Substanz. Und ich kann mich da auch an einen Einsatz erinnern, wo ich dann selber eingesetzter Zugführer war an dem Tag. Und ja, da war leider so eine tragische Geschichte und wir mussten uns dann intensiv um einen Kameraden kümmern, dem es danach nicht so gut ging. Und da muss man sagen, es hat sich zum Glück schon sehr verbessert. Wir konnten dann auf eine PSNV zurückgreifen, also psychosoziale Notfallversorgung. Und da sind auch gerade da aus dann tatsächlich in dem Fall, der Main-Taunus-Kreis hat sowas selbst. Ne? Ja. Wir hatten dann auch das Glück, wir konnten auf jemanden aus Frankfurt zurückgreifen und wir sind so schnell von den Frankfurtern unterstützt worden, das Ganze war in Hofheim. Ja. Und wirklich, das war beeindruckend, wie gut das funktioniert hat. Und wir konnten sofort fachliche Hilfe dem Kameraden zur Verfügung stellen. Aber die Sache ist halt auch, dass man da vorbereitend natürlich die Leute jetzt auch drauf einstellen muss, ne? Wenn man einen Atemschutz-Notfall hat. Ja. Da muss man auch mit rechnen, dass das schlecht ausgehen kann. Wenn man sich vorstellt, dass wir im Bundesgebiet 10.000 Einsätze am Tag fährt die Feuerwehr in der gesamten Bundesrepublik und 40.000 Rettungsdiensteinsätze jeden Tag in dieser Republik. Und jeden Tag in dieser Republik passiert irgendwas. Ich freue mich total, wir gehen langsam auf die 30 Minuten zu, so eine kritische Marke bei Podcasts, deswegen kommen wir so langsam zum Ende. Ich freue mich total, dass ihr hier wart. Ich habe einen Wahnsinns-Einblick gewonnen darüber, dass die Einsatzleiter in Zukunft noch beruhigter sein können, weil eine Atemschutz-Notfall-Staffel aus einem anderen Feuerwehrbereich, also Nachbarort oder 2 Orte weiter, mit hinzu alarmiert werden kann, wenn wir schwierige Lagen haben, dass die bereitstehen, sollte drin was passieren, kann ich raus. Wird nicht nur den Einsatzleitern eine Beruhigung verschaffen, sondern auch den PA-Trägern, die drin sind. Denn die wissen, ihre magische Grenze ist 30 Minuten, je nach Atemtechnik, ja, oder nach Atemgeschwindigkeit, nach Belastung, und dann müssen sie ja draußen sein. Und wenn dann nach 20 Minuten was passiert, dann ist man sehr froh, wenn draußen Menschen stehen mit Langzeitatmern, die reinkommen können, die einem schnell retten können, Crashrettung machen können, Schleifkorbtrage dabei haben oder was auch immer. Ich finde es total krass, dass ihr das initiiert habt und total klasse. Also die Feuerwehr Hofheim kümmert sich um Atemschutz-Notfall-Staffel, die physische Angelegenheit. Wir kümmern uns um die mentale Vorbereitung. Du hast gerade noch gesagt, die PSNV. Wenn was passiert ist, sind die von der psychischen und sozialen Notfallversorgung sehr wichtig und kommen dann hinterher. Wir wollen ja verhindern, ihr mit der Notfallstaffel, wir mit unserer Prävention, dass erst was passiert. Toni, wie ist die Zukunft der Atemschutz-Notfallstaffel? Glaubst du, dass wir es hinkriegen, dass alle Feuerwehren da mittun? Also ich denke, man merkt schon, dass die in den letzten Jahren, wie gesagt, die Verbindung zu lang ist ja sehr stark und die Kommunikation ist gut und die Feuerwehr Lang wird quasi überrannt von vielen Feuerwehren oder auch angefragt. Klasse. In dem Bereich. Also man merkt, dass die Feuerwehren in ganz Deutschland wirklich aktiv dieses Thema aufsuchen und aufgreifen, um dort sich weiterzubilden. Und ja, dementsprechend denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Und wir haben jetzt auch positive Rückmeldungen auch schon gehört aus einzelnen Feuerwehren des Main-Taunus-Kreises, dass auf jeden Fall zumindest Interesse besteht und sich schon die eine oder andere Feuerwehr sich auch mal angucken möchte. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Und dann kann man immer noch sehen, inwieweit man das selbst etabliert. Aha. Michael? Ja, dann noch eine kleine Hintergrundinfo, also wen das Thema interessiert. Zum einen gibt es ein sehr gutes Buch, Aufbau einer Atemschutz-Notfall-Staffel. Das ist geschrieben von Christian Buchholz aus Langen, Leiter der ANTS Langen, und dem Dr. Frank Naujoks, der ärztliche Leiter Rettungsdienst in Frankfurt, der auch selbst Feuerwehrmann ist in Langen. Die beiden haben ein sehr gutes Buch geschrieben. Wo bekommt man das? War im Ecomed-Verlag. Ich würde sagen, den Link bekommst du und kannst vielleicht in die Shownotes mit aufnehmen. Den nehmen wir in die Shownotes auf, das machen wir sehr gerne. Lieber Michael, lieber Tobi, herzlichen Dank fürs Kommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt mitbekommen, dass Atemschutzeinsätze extrem sind, und ihr habt auch mitbekommen, dass es Konzepte gibt, sowohl von der präventiven, emotionalen Seite von uns, wie auch jetzt wirklich von der physischen Seite. Und aus meiner Sicht als langjähriger Feuerwehrchef kann ich nur eins sagen:
Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Thema in den Feuerwehren etablieren und das nicht mehr heißt wie früher, unser Feuer, euer Feuer. Im Übrigen kann ich mich an die Einsätze noch gut erinnern, wo Taschentuch das Atemschutzgerät für viele Einsatzleiter war und mit dem Kopf drinne und schnell mal durchs Taschentuch geatmet und dann schwere Schäden an der Lunge. Sowas brauchen wir nicht, sowas wollen wir nicht mehr. Habt vielen Dank an die Feuerwehr Hofheim, an die Feuerwehr Losbach. Ich weiß, dass du aus Losbach bist, dass ihr da wart. Hoffe, dass ihr in Zukunft wenig Unfälle habt, aber bin trotzdem froh, dass es euch gibt und dass ihr das etabliert. Dann wünschen wir euch da draußen, dass ihr wie immer gesund von den Einsätzen wieder zurückkommt. Und zum Schluss sagen wir Servus, macht's gut und Gute.